Die Champions League ist in vollem Gange und aus deutscher Sicht gibt es das Prestigeduell Leverkusen gegen Bayern München und hier sogar der Top-Goal-Getter plus Assist gegen den Top-Vorlagengeber. Und damit meine ich jetzt selbstverständlich Harry Kane gegen Florian Wirtz. Und in diesem Video wollen wir mit den Top-Scorern Europas die Weltherrschaft an uns reißen. Ja gut, eigentlich nur die Champions League gewinnen. Ich habe die Top-Scorer, zumindest laut Transfermarkt.de, zum FC Liverpool gepackt und wir haben hier eine Angriffsstärke von 89, Mittelfeld 86 und in der Defense glatte 80 Stärkepunkte und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir mit diesem Team die Champions League gewinnen können. Welcome back, welcome back, welcome back to Sturbeck und die FC 25 Champions League Topscorer Time. Das hier ist unser Team mit Mamouche, Harry Kane, Mo Salah, Florian Wirtz, Kluivert, Palmer, Robinson, Juba, Orban, Hakimi und Ederson. Denn laut Transfermarkt sind das die Topscorer, also die meisten Tore plus die meisten Vorlagen. Das hier ist die Startelf, aber wir haben selbstverständlich auch noch auf der Ersatzbank das ein oder andere wunderbare Talent, wollte ich gerade sagen. Den ein oder anderen Spieler mit Leon, Isaac, Musiala, Weiser und auf der Reservebank haben wir Dembele, Erling Haaland, Stage von Werder Bremen, Robert Lewandowski. Mit diesem Team sollte es doch möglich sein, die Champions League zu gewinnen. Und wenn du dir jetzt sagst, Sturbeck, du hast da den einen oder anderen Spieler vergessen und deine eigene Videoidee gerne ab unten in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, welchen Spieler ich deiner Meinung nach vergessen habe und auf welche Videoidee du kommst. Das hier verspricht auf jeden Fall wieder richtig großes Kino zu werden. Jetzt schon mal einen Daumen nach oben und wir springen rein in dieses wunderbare Experiment, in dem wir die Weltherrschaft, naja gut, also den Champions League Titel gewinnen wollen. Erster Spieltag ist vorbei und wir spielen hier ein Unentschieden gegen den AC Milan und landen nach dem ersten Spieltag auf Platz 14. Zweiter Spieltag, das ist der erste Sieg gegen Bologna mit 3:2 und wir sind inzwischen auf dem 10. Platz vorgedrungen. Nach 3 Spieltagen in der Champions League ist es der nächste Sieg gegen RB Leipzig und der 6. Platz hinter Bayern München, Leverkusen, Sporting, Man City und PSG. PSG hat hier alle 3 Spiele gewonnen. Ist die Geschichte wahr oder gelogen? Das kannst du dir ehrlich gesagt nicht ausdenken. Halbzeit in der Champions League und wir spielen unentschieden gegen Bayer 04 Leverkusen. Immer noch 6. Platz, Bayern München nicht mehr vor uns. Dafür jetzt Feyenoord, Leverkusen, Bologna, Manchester City und PSG immer noch auf dem allerersten Platz. Was passiert denn noch so nebenbei? Im Carabao Cup stehen wir im Viertelfinale und müssen gegen den FC Everton ran. In der Premier League sind wir nur Zweiter, 4 Punkte hinter Aston Villa. Oh, das war ein Stimmungskiller. Bei den Torschützen in der Premier League gibt es keinen Spieler unseres Teams in den Top 5. Dafür aber in den Top 10 und zwar Harry Kane mit 6 Toren, was auch relativ wenig ist. Im Carabao Cup, auch dort steht keiner unserer Spieler unter den Top 5. Dafür aber in den Top 10 mit Harry Kane. Hier hat er bis jetzt 2 Tore erzielt und in der Champions League, ja, was soll ich dir sagen, kein Spieler unseres Teams in den Top 5, dafür aber in den Top 10 und zwar Rafinha. Der hat in der Champions League schon 3 Tore geschossen. Wow, ich glaube, das wird hier nichts mit dem Champions League Sieg. Aber schauen wir mal weiter. 5. Spieltag gespielt und wir verlieren gegen Real Madrid mit 2:1. Und sind jetzt erstmal nur auf Platz 16 vorzufinden mit 8 Punkten. Nach 6 Spieltagen, da sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Wir gewinnen gegen Girona mit 2:1 und landen auf den 9. Platz. 11 Punkte jetzt nach 7 Spieltagen. Nächster Sieg gegen Lille und wir sind auf den 4. Platz hochgeklettert und damit ist die Ligaphase vorbei und am letzten Spieltag gewinnen wir 3:2 gegen Eindhoven und am Ende landen wir an 4. Position mit 17 Punkten. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, aber darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es eigentlich darum, mit diesem Team die Champions League zu gewinnen und ich kann dir jetzt schon mal verraten, dass wir dafür genau 2 Saisons Zeit haben. Ob das am Ende passieren wird, das werden wir gleich sehen. Schauen wir mal, wie weit wir
gekommen sind. Große Überraschung, große Überraschung. Wir haben es geschafft, ins Achtelfinale einzuziehen, immerhin Platz 4. Aber im Achtelfinale verlieren wir mit insgesamt 3:2 gegen Lombardia FC, Inter Milan. Und damit ist das hier schon richtig hart verkackt. Schauen wir mal in den anderen Pokalen bzw. Wettbewerben im FA Cup. Ja, da sind wir in Runde 3 gegen Sunderland mit 3:1 rausgeflogen. Wow! Im Carabao Cup, Katsching, haben wir wenigstens einen Titel errungen. Und in der Premier League, bam, 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 haben wir den Premier League Titel mit 5 Punkten vor dem FC Arsenal gewonnen. Und bei den Torschützen, bam! Harry Kane sichert sich die Torschützenkanone in der Premier League. Im Carabao Cup, Harry Kane again der Titelträger. Im FA Cup gab es keinen unserer Spieler, weil da sind wir ja frühzeitig rausgeflogen. Und in der Champions League keiner unserer Spieler unter den Top 5. Am Ende ist es Rafinha auf Platz 19 mit 5 Toren. Wow! Teamintern gucken wir natürlich auch noch mal rein. Und hier hat Harry Kane in der Premier League 29 Tore geschossen, Mo Salah mit 16 dahinter, Rafinha mit 11. Springen wir in die nächste und letzte Saison und hoffen, dass wir in dieser zweiten Saison den Champions League Titel, die Weltherrschaft, an uns reißen werden. Und der erste Champions League Spieltag ist in der zweiten Saison gespielt. Wir gewinnen 3:1 gegen RB Salzburg und sind Stand jetzt auf dem 7. Platz. Zweiter Spieltag, nächster Sieg gegen den SSC Neapel und der 3. Platz sieht doch schon mal sehr gut aus, wobei ich gerade nicht verstehen kann, wie RB Leipzig hier auf Position 2 steht. Und PSG ist schon wieder auf Platz Nummer 1. Like a boss. Dritter Spieltag ist gespielt und wir haben den 3. Sieg. 3:1 gegen Benfica, Position 2. Platz hinter RB Leipzig, okay, und PSG ist auf den 5. Platz abgerutscht. Halbzeit und da sieht die Tabelle schon wieder anders aus und wir spielen nur unentschieden gegen Bayern München 1:1. Ja, nee, ist klar. Und PSG jetzt wieder auf Position 1 und wir dahinter punktgleich. Was ist nebenbei passiert? Im Carabao Cup haben wir 2:1 in Runde 3 gegen die Wolves verloren. Aber nicht zu vergessen, wir wurden ja Meister, durften also den FA Community Shield ausspielen und hier haben wir im Elfmeterschießen 4:3 gegen Newcastle United verloren. Wow, großes Kino. Kannst du dir ehrlich gesagt nicht anders ausdenken. Im FA Cup sind wir noch nicht dabei und in der Premier League stand jetzt nach 10 Spieltagen erster Platz, 24 Punkte, 8 Siege, 2 Niederlagen. Bei den Torschützen in der Premier League, Harry Kane, 10 Tore in 10 Einsätzen. Oh. In der Champions League keiner unserer Spieler unter den Top 5, aber immerhin auf Platz 25 Florian Wirtz mit 3 Toren. Nach 5 Spieltagen in der Champions League verlieren wir gegen Bayer 04 Leverkusen, gegen Florian Wirtz, Ex-Verein, und wir sind nur noch 5. 6 Spieltage um und wir verlieren gegen Atletico Madrid. 2 Niederlagen in Folge. Das ist gar nicht mal so geil, finde ich nicht gut. Und am Ende sind wir gerade nur noch auf dem 10. Platz mit 10 Punkten. Das könnte bedeuten, dass wir hier in die Playoffs müssen. Da habe ich ja ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. 7. Spieltag und wir gewinnen wieder mal gegen Olympique Marseille und stand jetzt 5. Platz. 13 Punkte, 3 Punkte hinter RB Leipzig, die hier auf Position 1 stehen. Ja, nee, ist klar. Damit ist die Ligaphase um und am letzten Spieltag besiegen wir Inter Milan mit 4:0 und landen am Ende auf Platz 5 hinter Atletico Madrid, den AC Milan, dem FC Barcelona und RB Leipzig rockt hier die Ligaphase an erster Position mit 17 Punkten. Zwar punktgleich mit Barcelona und dem AC Milan, aber nichtsdestotrotz sind sie hier Erster. Ja, ist richtig. Achtelfinale. Und da mussten wir gegen den AS Monaco ran und gewannen am Ende 5:3. Wir haben es also geschafft, die Saison eine Runde weiterzukommen. Und im Viertelfinale, bam, besiegen wir FC Chelsea. Da wir im Rückspiel 3:1 gewannen, gewinnen wir insgesamt 3:2. Und im Halbfinale gab es das große Aufeinandertreffen gegen Real Madrid und auch die
konnten wir im Rückspiel mit 3:1 besiegen. Insgesamt also 4:3 und unser Finalgegner heißt hier PSG. Zum Finale kommen wir gleich. Schauen wir mal, was wir in den anderen Wettbewerben so erreicht haben. FA Cup Runde 6 gegen Brentford mit 3:1 verloren. Ja, der FA Cup scheint nicht der Pokal für dieses wunderbare Team zu sein. Community Shield haben wir natürlich auch verloren, wie vor wenigen Sekunden gesehen. In der Premier League, der zweite Meisterschaftstitel in diesen 2 Saisons eingefahren. 89 Punkte, 5 Punkte Vorsprung vor den Spurs. Damit haben wir wieder mal 5 Punkte Unterschied zum Zweitplatz und 2 Punkte mehr als in der Saison zuvor erreicht. Und jetzt kommen wir zum Finale Paris gegen den FC Liverpool mit den Topscorern europaweit und am Ende gewinnt nicht der FC Liverpool, sondern PSG mit 1:0. Damit haben wir es nicht geschafft, innerhalb von 2 Saisons die Weltherrschaft an uns zu reißen. Friend Brent Rambo. Also kein Triple, kein Champions League Sieg, kein FA Cup Sieg. Wir sind diesbezüglich richtig schwach. Vielleicht haben wir noch Glück bei den Torschützen. In der Premier League kein Spieler unseres Teams unter den Top 5, aber auf Platz 7 Harry Kane mit 18 Toren. In der Champions League auch kein Spieler von uns unter den Top 5, dafür aber unter den Top 10 Florian Wirtz auf Platz 7 mit 8 Toren. Ja, bei den anderen Wettbewerben stehen wir nicht unter den Top 25. Schauen wir also nochmal teamintern rauf und Harry Kane hat in der Premier League insgesamt 18 Tore geschossen. Dahinter Erling Haaland, Rafinha, Florian Wirtz. Und diesmal haben sogar ein paar mehr Spieler ein Tor geschossen, aber am Ende, ja, was soll ich dir sagen? Ist das hier kein großes Kino mit den Topscorern Europas? Das kann man sich ehrlich gesagt nicht ausdenken, dass wir in 2 Saisons die Champions League nicht gewonnen haben. Welches Team sollte deiner Meinung nach als nächstes in so einem Experiment antreten? Schreib mir es gerne unten in die Kommentare. Jetzt würde ich mich noch über einen Daumen nach oben freuen, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, das Video mit all deinen Freunden teilen. Bis zum nächsten Video stickst du hier auf jeden Fall nochmal rein. Manchester City, der FC Arsenal und der FC Liverpool machen eine Weltreise. Und was da passiert ist, das glaubst du mir eh nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.